For those of us who are familiar with the studies that we've been doing over the last 2 years. Für diejenigen unter uns, denen die Studien vertraut sind, die wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, You'll know that dann wisst ihr, dass die Methodik, auf die wir uns fokussieren, die der Gleichnislehre ist. Für diejenigen, denen es nicht gewöhnt daran sind, wie Gleichnisse funktionieren, ich denke, dass Menschen denken, dass es eine kindliche oder eine sehr grundlegende Herangehensweise ist. Was ich aber nun möchte, dass wir sehen, dass nämlich das Nutzen von Gleichnissen eine sehr kraftvolle Technik ist. Der Grund, warum Adventisten im Allgemeinen denken, dass es nicht nützlich ist, Gleichnisse zu verwenden, ist, weil über 100 Jahre zuvor unser Verständnis von Moral und Prophetie sind 2 separate Ideen geworden oder auch Konzepte. In unseren Studien also gehen wir an die Themen entweder als moralisch oder prophetisch heran. Aber indem wir diese Konzepte separat halten, wurden wir in eine gewisse Art und Weise von Gedankengängen hineingewachsen. Also nicht nur unsere allgemeinen Gedanken haben uns an diesen Punkt gebracht. Oft, wenn man die Bibel oder den Geist der Weissagung liest, die Art und Weise, wie Gleichnisse eingeführt werden oder auch beschrieben werden, dann scheinen sie oft diesen moralischen Aspekt zu haben. Es ist sehr schwer für uns, aus dieser Art der und Weise des Denkens herauszukommen. Ich möchte es also nun klar aufzeigen, das moralische Verständnis von Gleichnissen ist korrekt und das verneinen wir auch nicht. Wenn man also ein Gleichnis sieht, wie dass der Schäfer ein Schaf verloren hat, es kommt auf die Anwendung darauf an, die du von diesem Gleichnis machen möchtest, dann ist es eine Anschuldigung an den Schäfer, dass er nicht gut aufgepasst hat. Das Gleichnis der Frau mit ihren 10 Münzen zeigt klar und deutlich eine Geschichte der Achtlosigkeit. Diese Frau stellt die Leitung der Gemeinde dar, nämlich den Hausbesitzer, und sie verliert eine Münze. Es ist nicht die Schuld der Münze, dass sie verloren geht. Tatsächlich sieht die Münze gar nicht, dass sie sich in dem Haus befindet und dass sie verloren gegangen ist. Wir können also ein moralisches Verständnis davon haben, was dies nun bedeutet. Aber unser Fokus liegt nicht Gleichnisse auf der moralischen Ebene zu verstehen, sondern Gleichnisse auf der prophetischen Ebene zu verstehen. So wie der Geist der Weissagung lehrt, das ist ein Schatz, es ist Licht, das verborgen ist. Und dieser verborgene Schatz muss ausgegraben werden und verstanden werden. Um nun die Moral zu verstehen,
sollte es für jeden Einzelnen von uns deutlich sein, dass man kein Christ sein muss, welche religiöse Überzeugung du auch hast, auch wenn du ein Atheist bist. Alle menschlichen Wesen verstehen die Moral. Wir verstehen, wie wir uns benehmen sollen und wie wir auch andere mit ihnen umgehen sollen. Die meisten Regierungen dieser Welt sind weltliche Regierungen und sie erlassen Gesetze, damit die Gesellschaft gut funktioniert. Diese Gesetze, die sie erlassen, sind nicht aufgrund religiöser Voreingenommenheit geschrieben. Und dennoch, jeder Einzelne lehrt, wie man den anderen richtig mit ihm umgeht. Der Unterschied zwischen einem Christen und anderen Religionen ist unser Verständnis des großen Kampfes. Es ist ein Verständnis darüber, wie die Sünde in die Welt kam und wie mit ihr umgegangen wird. Das ist der Unterschied zwischen der christlichen Weltanschauung und einer weltlichen oder einer anderen religiösen Weltanschauung. Also da gibt es noch eine weitere Komponente, ein Christ zu sein, und zwar, dass man Kraft von Gott bekommt. Die Kraft, mit unserem sündigen Leben umzugehen. Wir haben viele Studien und Präsentationen dieser Bewegung in Bezug auf dieses Thema gemacht. Aber dieses Wochenende hier geht es nun um Prophetie. Wenn wir nun Prophetie verstehen möchten, müssen wir verstehen, wie man die Inspiration richtig liest. Wenn wir nun Lukas aufschlagen, we'll turn to Luke chapter 10. Lukas Kapitel 10 beginning verse 25. Und dort Vers 25. Lukas 10, Vers 25. Dieser Teil der Inspiration ist sehr wichtig. There's a question between a lawyer and Christ. Da gibt es eine Fragestellung zwischen Christus und einem Gesetzesgelehrten. Und manchmal nennt man diese Gesetzesgelehrten auch die Schriftgelehrten. Oft ist unser Verständnis über Gesetzesgelehrte und Schriftsteller damals zu Jesu Zeit sehr oberflächlich. Und nochmals, wir haben über dieses Thema, wer ein Gesetzesgelehrter und wer ein Schriftgelehrter ist, schon viele Studien darüber gemacht. Also hier kommt ein Gesetzesgelehrter, der Christus eine Frage stellt. Die Frage ist, wie man ewiges Leben erreicht. Und Christus antwortet auf eine sehr ungewöhnliche Art. Du verstehst dein Verhältnis mit dem Gesetz. Wie verstehst du? Wie liest du diese Worte? Und als Jesus diese Frage stellte, fragt er nicht danach, ob diese Person lesen kann. Was er aber fragt, diese wenigen Worte, wo die jeder lesen kann,
Wie versteht nun dieser Gesetzesgelehrte, was diese Worte bedeuten? Diese Thematik trifft den Punkt oder die Punkt des Dienstes Christi bei seinem ersten Ankunft ins Herz. Diese Thematik hat die Menschen jeher beschäftigt und seit dem Zeitpunkt, dass er kam bei seiner ersten Ankunft, bis zu seiner Wiederkunft. Also lasst uns nun zu Vers 25 gehen. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Im Englischen heißt es, er versuchte ihn. Und da gibt es also keinen negativen Punkt in diesem Dialog. Es ist keine Versuchung, eine satanische Versuchung, dass der Gesetzesgelehrte hier, also auf satanische Weise Jesus versuchte. Er versuchte ihn nicht zu täuschen oder ihn auszutricksen. Es ist eine Frage. Vers 26. Jesus antwortete und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Hier ist also diese Schlüsselfrage. Was sagt das Gesetz? Wie liest du diese Worte? Diese Frage ist eine Frage, die durch die ganze Inspiration gefunden werden kann. Und neben dieser Geschichte vielleicht die andere bekannteste Geschichte, die wir alle kennen, die identische Dynamik hat, ist die Geschichte von Philippus und dem äthiopischen Eunuchen. Wir alle kennen diese Geschichte. Das Problem dieses Mannes ist nicht, dass er nicht lesen kann, genauso wie der Gesetzesgelehrte, der ja auch lesen kann. Er kann all diese Worte lesen. Aber das Problem nämlich, dass der Äthiopier nicht versteht, was er da aus Jesaja liest. Und das ist auch unser Problem. Du kannst lesen, aber du verstehst nicht. Wir wissen, dass wenn wir die Inspiration studieren, alle diese Geschichten sind zu unserer Warnung, für unser Verständnis geschrieben worden, um uns zu helfen. Wenn man nun das Konzept nimmt, dass alle Geschichten der Schrift für uns da sind, um uns zu helfen, dann definiert die Bibel, wer wir sind, diese Leute, auf die am Ende der Welt leben. Und was wir dann tun müssen, ist, dass wir nicht nur eine Geschichte nehmen, vielleicht Daniel Kapitel 3, da gibt es ein Tier. Sein Name ist Nebukadnezar. Er hat eine Statue aufgestellt, eine Kopie. Wir nennen es auch ein Bild. Er macht ein Bild des Tieres. Und er erzählt jedem, dass sie sich vor diesem Bild niederwerfen müssen. Ein weltweites Phänomen. Wir verstehen diese Geschichte, dass dies eine Geschichte ist, die im Zusammenhang mit dem Sonntagsgesetz am Ende der Welt steht. Aber da gibt es noch viele weitere Geschichten. Viele offensichtliche, wie zum Beispiel Daniel 3 und manche, die nicht so offensichtlich sind. Alle Geschichten sind uns zur Warnung geschrieben.
Wir sind die, die am Ende der Welt leben. Es ist also offensichtlich, dass wir all diese Geschichten lesen müssen und versuchen müssen, zu verstehen, was sie für uns bedeuten. Sie alle haben eine moralische Komponente, aber alle haben auch eine prophetische Komponente. Sie sind hier, um uns zu lehren, dass das Ende der Welt, wie das Ende der Welt ausschaut. Wenn man nun dieses Verständnis nimmt, welches auch richtig ist, und du anfängst, sie anzuwenden, dann weißt du, dass die Geschichte, die wir hier lesen, Lukas Kapitel 10, und auch die Geschichte des Äthiopiers, all dies sind Geschichten, die wir am Ende der Welt verstehen müssen. Wenn du diesen Gedanken nun festhältst, als Adventisten, verstehen wir, dass das Buch Daniel, welches viele Prophezeiungen enthält, bringt uns an das Ende der Welt. Und faktisch, wenn du Daniel Kapitel 2 liest, dort hat Nebukadnezar einen Traum. Warum wird ihm dieser Traum denn gegeben? Daniel erklärt ihm, warum. Er sagt, du hast gedacht, du hast über was nachgedacht? Worüber hat Nebukadnezar nachgedacht? Daniel sagt uns, du denkst darüber nach, was in den letzten Tagen wohl geschehen wird. Die letzten Tage steht in Referenz oder bezieht sich auf das Ende der Welt. Wir wissen also, dass die Prophezeiungen aus Daniel, nicht nur Daniel 2, sondern alle davon, bringen uns bis ans Ende der Welt. Vielleicht das berühmteste, das ihr kennt oder das vertrauteste, ist Daniel 11, Vers 41. Daniel 11, Vers 41 says that the time of the end. Daniel 11, Vers 40 heißt zur Zeit des Endes. At the end of the world. Am Ende der Welt. If you were to read Daniel chapter 2, verse 28, und wenn du Daniel 2, Kapitel 28 liest, Daniel 2, Daniel 2, Vers 28, this is the verse that we've just been referring to. Das ist der Vers, auf den wir uns eben bezogen haben. Also Daniel 2, 28, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lagerfeld ist es so. Daniel 2, Vers 28 geht also darüber, dass Nebukadnezar sich fragte, was wohl am Ende der Tage geschehen soll. Das ist die Absicht dieser Vision. Wir haben uns jetzt nur kurz auf Daniel 11, Vers 40 bezogen, 41 bezogen. 40. Denn wir wissen, dass die Zeit des Endes sich auf das Ende der Welt bezieht. Wenn man also zum Anfang von Kapitel 11 gehen würde, Daniel begins to lay out the prophecy und Daniel anfängt, die Prophezeiung auszulegen vom Anfang bis zum Ende, dann ist dies die Fortführung des Gedankens, den wir in Daniel 10 lesen können. Gehen wir zu Daniel 10,
Vers 14. As you're turning there, Und wenn ihr das nun we aufschlagt, said Daniel 2, wir haben gesagt, Daniel 2, God is going to show Nebuchadnezzar about the last days. Gott zeigt Nebukadnezar über die letzten Tage. Daniel 11 verse 40 Daniel 11, Vers 40 is about the time of the end. handelt von der Zeit des Endes. If you go to the beginning of chapter 11, Und wenn man zum Anfang von Kapitel 11 geht, where the story begins, wo die Geschichte anfängt, and you see its relationship to Daniel chapter 10, und man die Beziehung zu Daniel Kapitel 10 sieht, verse 14. Vers 14, This is what Gabriel says to Daniel. da heißt es, was Gabriel zu Daniel spricht. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Wir fassen zusammen. Gabriel sagt zu Daniel, ich bin gesandt worden, dir zu erklären, was am Ende der Welt geschehen soll. Und die Erfüllung dieser Vision, dieser Geschichte, dieser Prophezeiung wird nicht erfüllt werden für lange Zeit. Oder nicht Erfüllung finden für lange Zeit. Das ist der letzte Teil von Vers 14. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Die Erfüllung also liegt in der Zukunft oder in fernliegender Zukunft. Wir wissen, dass es nicht nur die Geschichten sind, die Prophezeiungen, die Visionen, die wir aus dem Buch Daniel nehmen können, die uns dem Verständnis helfen. Denn es ist auch das Leben von Daniel, das Bedeutung für uns hat. Es sind nicht nur die Visionen und die Träume, die er hat, sondern auch sein eigenes Leben. Daniel Kapitel 1. Daniel is taken captive. Daniel wird gefangen genommen, nach Babylon geführt. Das ist eine Geschichte aus dem echten Leben, eine buchstäbliche Geschichte. Was machen wir mit dieser Geschichte? Die Bibel lehrt uns, dass all diese Dinge für unser Verständnis geschrieben wurden. Wir sollten also die Geschichte von Daniels Leben, nämlich seiner Gefangenschaft nach Babylon, dass sie uns etwas über das Ende der Welt lehrt. Ich bin mir sicher, dass wir alle verstehen, auch wenn es ein sehr grundlegendes Verständnis ist, dass diese Statue auf diesen beiden Karten, die aus Daniel 2 genommen wurden, eine Geschichte der biblischen Königreiche ist. Und es kommt darauf an, wie du nun zählst, dann gibt es da 4 Königreiche. Fängt an mit Babylon, das Haupt, und es endet mit Rom. Das sehen wir direkt aus Daniel 2. Aber wenn du zu Offenbarung 17, Vers 5 gehst, welches eine Geschichte über das Ende der Welt ist, in Offenbarung 17, Vers 5, das Bild wird hier aufgezeigt. Da reitet eine Frau auf einem Tier. Das ist Vers 5. Wenn man diese Frau betrachtet, auf ihrer Stirne ist der Titel geschrieben, Geheimnis Babylon.
Diese kurze Aufklärung erklärt uns, dass wenn man Daniel 2 betrachtet, da beginnt es ganz oben, am Anfang, mit dem buchstäblichen Babylon, nämlich Nebukadnezar. Und es endet mit Rom. Wenn man aber zum Ende kommt, in dem Bild aus Offenbarung, dann ist das Ende der Welt auf diese Art und Weise dargestellt, nämlich durch eine Frau, deren Name Geheimnis Babylon ist. Wir wissen, dass Babylon hier am Ende der Welt ist. Es ist ein Geheimnis. Und das Problem, dass es geheimnisvoll ist oder rätselhaft ist, dass es nicht so einfach zu verstehen ist. Es ist ein geistliches Phänomen. Du und ich wissen, wer kann geistliche Dinge verstehen? Die Bibel lehrt, dass geistliche Dinge werden durch geistliches Unterscheidungsvermögen gesehen. Man muss also eine geistliche Person sein, um die geistlichen Phänomene zu verstehen. Das Problem oder der Grund, warum es ein Geheimnis ist, dass die meisten nicht verstehen, was es bedeutet. Sie verstehen nicht, wie es ausschaut. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, das wir verstehen sollten. Wir haben Geheimnis Babylon, hier am Ende der Welt. Es fängt an mit dem buchstäblichen Babylon und endet mit Geheimnis Babylon. Der Grund, warum es geheimnisvoll ist, weil niemand versteht, was vor sich geht. Außer denen, die geistlich ausgerichtet sind. Also direkt aus Daniel 2, wenn man dann zur Offenbarung 17 geht, finden wir eine Geschichte, die ein Gleichnis ist, wo man vom dem buchstäblichen oder dem natürlichen Babylon zum geistlichen Babylon übergeht. Vom Anfang zum Ende. Und wenn wir es auf diese Weise verstehen, dann wird die buchstäbliche Geschichte von Daniel was wird diese Geschichte? Dann wird sie die geistliche Geschichte von Babylon. Wir können also die Gefangenschaft von Daniel nehmen und dann also den buchstäblichen Babylon und sehen, und was können wir dann sehen? Dass es ein Gleichnis ist. Nicht seine Vision, nicht seine Träume, sondern sein Leben. Die Geschichte über sein Leben in Babylon, nämlich die buchstäbliche Geschichte, diese natürliche Geschichte, ist für unser Verständnis geschrieben worden. Denn sie lehrt uns etwas. Dass nämlich am Ende der Welt es eine gewisse Gefangenschaft in Babylon geben wird, im geistlichen Babylon. Und deshalb wird Daniel ein Symbol oder ein Repräsentant von Gottes Volk am Ende der Welt. Ich hoffe, wir können das alle so sehen. Oft, was wir tun, denn Adventisten sind ja sehr vertraut mit der Gesundheitsreform. Und dann nehmen wir die Geschichte aus Daniel 1 und da sehen wir seine Unterredung mit dem König. Und da sehen wir, wie er eine führende Persönlichkeit im Königreich wird.
He and his comrades. Er und seine Freunde. And the reason they become so famous Der Grund, warum sie so berühmt werden, is because their faithfulness to God. aufgrund ihrer Frömmigkeit Gott gegenüber oder Treue. Exhibited. Wie wird ihre Treue dargestellt? We all know the answer. Wir kennen alle die Antwort. They refused to eat from the king's table. Sie haben abgelehnt, von dem Tisch des Königs zu essen. And we understand that story Und wir verstehen diese Geschichte, to refer to the health reform message. dass sie sich auf die Gesundheitsbotschaft bezieht. And Ellen White speaks about this subject. Ellen White spricht über dieses Thema sehr ausgiebig. All of that is true. All das ist wahr. But I want to ask you a question. Aber Frage, die ich euch stellen You möchte, really believe glaubst du wirklich, that Daniel dass Daniel was literally buchstäblich 10 times cleverer than everyone else, 10-mal klüger war als alle anderen? than all of his teachers? Klüger als all seine Lehrer. Now, most Adventists would say, of course, the Bible Und die says it. meisten Adventisten würden sagen, natürlich, die Bibel sagt es. Now, let me ask you a question. Frage, If you're a teacher, wenn du ein Lehrer or you've taught bist children, und du schon mal Kinder gelehrt you hast, ask them the question wenn du ihnen eine Frage to stellst, assess how clever they are, herauszufinden, wie clever sie sind, how can you make that assessment wie kann man da herangehen? unless you already know the answer? Es sei denn, du kennst die Antwort schon. So, I have 2 children, Wir haben also 2 Kinder and I set them a test. und ich gebe ihnen einen Test. One can answer 3 questions, Einer kann 3 Fragen beantworten and one can answer 6. und der andere kann 6 Fragen beantworten. Who's cleverer? Wer ist denn nun klüger? The one that answers 6 questions. Der 6 Fragen beantworten kann. How much cleverer is this child? Wie viel klüger ist denn nun dieses Kind? 3 to 6. 3 zu 6. What have we just done? Was haben wir denn gerade eben nur getan? Wir haben es What could we say about this verdoppelt. child? Was könnten wir nun über dieses Kind sagen? He's twice Er ist doppelt so clever. He's twice as clever than the other child. Er ist doppelt so clever als wie das andere Kind. Woher weiß man nun, dass er doppelt so klug ist? What's tucked behind that story? Was steht denn hinter dieser Geschichte? That you Dass du know all the answers. alle Antworten kennst. You have to be at least as clever Du musst also zumindest genau as the so clever klug sein, child, don't you? wie das kluge Kind. Otherwise you wouldn't know that they've got all 6 answers correct. Weil sonst würdest du ja gar nicht wissen, dass sie alle 6 Fragen richtig Often we don't haben. think about these things. Oft denken wir darüber nicht nach. Nebuchadnezzar is going to test those men. Nebukadnezar testet diese Männer. How does he know that they're 10 times cleverer than their teachers? Woher weiß er, dass diese 10-mal klüger sind als ihre Lehrer? Woher weiß er, dass er die Fragen richtig stellt? What would that teach you? Was lehrt das dir The nun? Nebuchadnezzar Das must be Nebukadnezar what? muss nun was 10 sein? times cleverer 10-mal klüger than the teachers. als die Lehrer. Because Daniel could give any answer. Denn Daniel könnte nun jegliche Antwort geben und Nebukadnezar wüsste ja gar nicht, ob die Antwort richtig ist. For him to know, Damit er weiß, it must mean that he's 10 times cleverer too. muss das also bedeuten, dass auch er 10-mal klüger ist. And what food is Nebuchadnezzar eating? Und welche Nahrung isst Nebukadnezar? He's eating from the king's table. Er isst von der Tafel des Königs. Now, I'm not attacking Ich attackiere nun nicht moralistic understanding of that story, das moralische Verständnis dieser Geschichte, but it's silly. aber es ist dumm You zu become denken, vegan, vegan zu werden that you'll be 10 times cleverer than the meat eater. und dass du dann 10-mal klüger seist als ein Fleischesser. Just doesn't happen. Das funktioniert so nicht. We know Wir wissen there's a aber, story behind that. dass es da eine Geschichte dahinter There's a steht. point to be made. Da gibt es einen Punkt, der gemacht werden muss. So I'm not denying Ich verneine also nicht, at a health level
auf dieser Gesundheitsebene, auf dieser moralischen Ebene, dass man Gott gegenüber treu sein muss, gut ist. Aber wir müssen verstehen, was diese Geschichte auf prophetischer Ebene uns lehrt. War Daniel und seine Kameraden die klügsten im ganzen Land, gemäß dieser Geschichte? Ja, es heißt, sie sind 10-mal klüger. Lasst uns diesem Gedankengang nachgehen. Diese Menschen also, die Symbole sind für Gottes Volk am Ende der Welt. Ich hoffe, wir können diese Verbindung sehen. Buchstäbliches Babylon, geistliches Babylon. Buchstäblicher Daniel, geistlicher Daniel. Daniel steht für Gottes Volk. Er hat ein besseres Verständnis, weil er treu ist. Können wir alle dazu Amen sagen? Gut. Daniel, als er nach Babylon kam, geht er sozusagen durch eine Operation. Was ist denn die OP, durch die er durchgehen muss? Er wird zu einem Eunuchen. Ich hoffe, wir verstehen alle, was das bedeutet. Er kann also keine Kinder haben. Warum geschieht das? Das ist dafür, dass damit der Thron gesichert wird. Und wir möchten nun die geistliche Bedeutung verstehen. Ein Eunuch ist also jemand, der keine Kinder haben kann. Und das bezieht sich auf einen Mann. In der Bibel werden sie nicht Eunuchen genannt, sondern wie werden sie genannt? Sie werden nicht steril genannt, nicht in der Bibel. Sie werden Jungfrauen genannt. Jungfrauen sind die Frauen und die Eunuchen sind die Männer. Das Symbol des Eunuchen ist jemand, der keine Kinder haben kann. Und ihr versteht über diese Familienstammbäume. Du hast einen Großvater, du hast einen Vater, und dann gibt es dich, und dann hast du Kinder. 4 Generationen. Wenn du nun aber ein Eunuch bist, wie viele Kinder kannst du dann haben? Keine. Wenn dein Name und dein Nachname Smith ist, diese Familienlinie oder dieser Stammbaum der Familie Smith, wo endet sie nun? Mit dir, weil du ein Eunuch bist. Du bist also die letzte Person in diesem Stammbaum. Und das würden wir die letzte Generation nennen. Und du bist die letzte Generation in dieser Familie. Und wir nehmen dieses Verständnis und auf prophetisch, Daniel ist ein Eunuch und deshalb ein Symbol der letzten Generation, welcher natürlich jemand ist, der am Ende der Welt lebt. Sagt Amen, wenn ihr damit übereinstimmen könnt. Ist Daniel nun klug? Ja. Versteht er alles? Ja. Wir müssen das nun prophetisch verstehen, natürlich. Geistlich. Wir sagen also, geistlich gesprochen, er versteht all die geistlichen Dinge, die du verstehen solltest. Und er ist ein Eunuch, erinnert euch daran? Kennen wir einen weiteren Eunuchen?
Ihr müsst nicht nachdenken, denn ich habe euch 5 Minuten vorher schon die Antwort gegeben. Wir finden ihn in Apostelgeschichte. Woher ist er? Aus Äthiopien. Dieser Eunuch, und wir werden das nun beweisen, der Eunuch von Daniel, der Eunuch aus der Apostelgeschichte, sind die gleichen Personen, nicht wahr? Wenn du nun den Prüftext gibst, der Eunuch aus Daniel, der Eunuch aus Apostelgeschichte. Beides sind ein Symbol von Gottes Gemeinde am Ende der Welt. Sagt Amen, wenn ihr damit übereinstimmen könnt. Wenn du an Linie auf Linie glaubst, wenn du dieser äthiopische Eunuch, die letzte Generation, Ende der Welt, was ist denn sein Problem? Wie viel versteht er denn? Nichts versteht er. Wir haben also jemanden, der 100% versteht. Und dann haben wir hier jemanden, der 0% versteht. Und beide sind ein Symbol für Gottes Volk am Ende der Welt. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. Denn das ist das Herz des Problems in Gottes Gemeinde heutzutage. Man hat zu viele Leute, die nicht wie Daniel sind. Sie sind vielmehr wie der Äthiopier. Sie verstehen nicht, was sie lesen. Das ist wichtig, denn wir denken, dass wir alle wie Daniel sind, aber die Realität ist, dass zu viele von uns wie dieser Kämmerer sind. Und wir verstehen nicht, was wir lesen. Es ist nicht, dass er nicht die Sprache versteht. Dieser Eunuch versteht nicht, was er liest. Das ist unser Problem heute. Das war das Problem des Gesetzesgelehrten in Lukas Kapitel 10. Und deshalb erzählt Christus ihm eine Geschichte. Die Geschichte, die er erzählt, war ein Ereignis, das wirklich geschehen war. Und wir kennen die Geschichte. Jemand reist von Jerusalem, ist auf einer Mission und er wird attackiert. Wer attackiert ihn? Einige Räuber. Wir können dies nun moralisch betrachten oder verstehen, so wie Jesus diese Perspektive gibt. Und auch Ellen White. Sie alle geben diese moralische Perspektive. Wir können das auf diese Art und Weise verstehen. Aber wir können sie auch verstehen, nämlich auf einer prophetischen Ebene. Das ist das, was wir tun sollten. Zu viele von uns jedoch machen das nicht. Wenn wir nun die Geschichte auf prophetischer Ebene verstehen möchten, da gibt es also diese Räuber. Ist die Person, die ausgeraubt wird, ein Jude oder ein Heide? Er ist jüdisch. Er ist also Gottes Volk. Er ist also Jude, also somit Gottes Volk. Wir befinden uns im Buch im Buch Lukas, Kapitel 10. Und Gottes Volk wird beraubt, ausgeraubt. Wenn man nun zu Daniel Kapitel 11 geht, Daniel Kapitel 11,
dann sehen wir dort auch eine Geschichte. Über wen? In Lukas gibt es zwei Gruppen, das Volk und die Räuber. Gottes Volk und die Räuber. Luke Kapitel 10. Das ist eine Geschichte. Und wir werden nun belegen. Und wir nehmen jetzt eine andere Geschichte. Und wonach schauen wir, wenn wir Daniel Kapitel 11 anschauen? Nach dem Volk und den Räubern. Welcher Vers? Vers 14. Wir lesen. Auch werden zu jener Zeit viele gegen den König des Südens aufstehen, auch gewalttätige Leute, im Englischen steht hier die Räuber des Volkes, werden sich erheben, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden fallen. Hier geht es also um die Räuber, im Deutschen gewalttätige Leute, und dem Volk. Und hier heißt es, es gibt eine Weissagung. Diese Leute, welche? Das Volk oder die Räuber? Die Räuber werden was tun? Werden die Weissagung erfüllen oder im Englischen etablieren. Aber sie werden fallen. Wir wissen, wenn man eine Geschichte hat über Leute, die rauben, nämlich Gottes Volk, Gottes Kinder, dann ist das steht es in Verbindung mit einer Vision. Und in dem Vers ist es ein bestimmter Artikel. Es ist die Vision aus Daniel 11. Was lehrt das uns nun? Dass die Geschichte des barmherzigen Samariters in Lukas Kapitel 10 eine Geschichte über welches Thema ist? Über die Vision oder die Weissagung, nämlich die Weissagung welches Kapitels und welches Buches aus Daniel 11. Das ist die Vision. Und jetzt wird in Lukas Kapitel 10 darüber gesprochen. Nämlich durch die Geschichte des barmherzigen Samariters. Wir kennen diese Geschichte sehr gut. Da gibt es 3 Gruppen, 3 Männer, Priester, die Leviten und ein Samariter. Diese Geschichte der Priester, Leviten und Samariter ist welche Geschichte? Ist die Vision von Daniel 11. Ich hoffe, dass wir das sehen können. Erinnert euch daran, dass Gottes Volk, der Äthiopier, die meisten von uns verstehen nicht, was wir lesen. Das gleiche Problem, wie auch der Gesetzesgelehrte hat. Und ich möchte nun diese Gedanken zusammenfassen. Die Inspiration spricht über Gottes Volk am Ende der Welt. In Lukas Kapitel 10, Vers 26, die Person möchte ewiges Leben. Er ist ein Gesetzesgelehrter. Er sollte verstehen, wie man Inspiration oder das Gesetz erklärt. Und er fragt nun Gott, Jesus, und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Vers 25, da heißt es, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Vers 26, Jesus sagt, du hast das Gesetz, du liest, und erklär mir nun, was du denkst, was es bedeutet. Und dann gibt er eine Geschichte. Vers 27, der Gesetzesgelernte antwortete, und Jesus sagt, gute Antwort. Vers 28,
Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Vers 29, versucht der Gesetzesgelehrte sich nun zu verteidigen, wenn er sagt, wer ist denn mein Nächster? Und dann lesen wir die Geschichte. Wir können das also moralisch verstehen, aber das möchten wir jetzt nicht adressieren. Was wir aber hier sehen möchten, dass hier das Thema ist, wie wir die Inspiration lesen. Und es kommt darauf an, wie wir lesen, um ewiges Leben zu erreichen. Auch wenn du es nicht im Detail verstehst, dann weißt du, dass ein Gesetzesgelehrter ein Experte des Gesetzes ist. Und wenn er nicht weiß, wie man liest, dann denkt mal darüber nach. Wir alle denken, dass wir verstehen, wie man liest. Und dennoch wird uns gezeigt, in dieser Geschichte hier, dass wir nicht verstehen, wie man liest. Und was ist denn das Problem in dieser buchstäblichen Geschichte? Was sagt hier der Gesetzesgelehrte? Er fragt, stellt die Frage, Vers 29 und der letzte Satz. Und wer ist mein Nächster? Was meint er denn damit? Was er hier sagt, dass er nicht die Beziehung versteht zwischen Gottes Volk und der Welt. Er versteht die Beziehung zwischen Gottes Volk und der Welt nicht. Er denkt, dass er über der Welt steht, dass die Welt ihm nichts lehren kann. Und das wird hier nun ein bedeutendes Problem oder Thematik. Wenn du nun die Geschichten nimmst und sie zusammenfügst, was wir also tun möchten, zurück zur Geschichte von Daniel gehen, nicht zu seinen Visionen, sondern seinem Leben. Er ist ein Eunuch, welches ihn zu einem Symbol werden lässt, nämlich der letzten Generation. Er ist nicht 10-mal klüger als seine Professoren, denn die Person, die ihn beurteilt, ist Nebukadnezar. Und denn Nebukadnezar ist selbst ja nicht 10-mal klüger als die Professoren. Wir müssen die symbolische Bedeutung davon verstehen. Wir machen hier kein Studium darüber. Wir machen also kein Studium über das Essen. Ob du von der Welt isst oder von Gottes Tisch isst. Denn wir sollten wissen, gemäß Johannes Kapitel 6, wer ist das wahre Brot? Es ist Jesus, das sollten wir wissen. Jesus ist das wahre Brot. Die Geschichte von Daniel, als er ablehnt, von der Tafel der Welt, also von dem Tisch der Welt zu essen, sondern sagt, dass er von dem Tisch Gottes essen möchte, das ist hier eine geistliche Geschichte, wovon du eine kindliche Anwendung machen kannst. Und wenn ich nun hier kindlich sage, dann meine ich nicht dumm. Ich meine kindlich, also einfach. Wir können eine Gesundheitsanwendung machen,
Aber diese Geschichte sollten wir geistlich verstehen. Wir sollten die geistliche Bedeutung verstehen. Er ist ein Eunuch, der geistliche Dinge versteht. Da gibt es einen weiteren Eunuch, der wie der Gesetzesgelehrte nichts davon versteht, was er liest. Und da gibt es viele Dinge, die wir von diesen Geschichten lernen können. Aber das, was ich möchte, was wir sehen, ein Punkt, der uns heute herausfordert, als Gottes Volk herausfordert, als Adventisten, ist, dass wir nicht verstehen, Lukas 10, Vers 29, das verstehen wir nicht. Wer ist unser Nächster? Wir verstehen nicht unsere Beziehung zu der Welt. Du denkst vielleicht, dass wir das verstehen sollten. Daniel hat es verstanden, denn er wusste, von welcher Tafel er essen sollte. Der äthiopische Eunuch verstand nicht und der Gesetzesgelehrte hat es auch nicht verstanden. Und deshalb erzählt Jesus eine Geschichte über 3 Personen. 2 aus der Gemeinde und einer aus der Welt. Und er lehrt dich dadurch, wenn du also ein Gesetzesgelehrter bist, wer ist dein Nächster? Wer ist dein wahrer Nächster? Die Person aus der Gemeinde oder Person aus der Welt? Die Bibelgeschichte ist deutlich. Erinnert euch, wir betrachten das nicht moralisch, sondern prophetisch. Es ist die Welt, die dieser verwundeten Person hilft. Diese verwundete Person und den Räubern. Zu welchem Vers sind wir gegangen? Daniel 11, Vers 14. Die Räuber deines Volkes. Es geht hier um die Weissagung. Wenn man hier also den Priester, den Levit und den Samariter hat, um welches Thema geht es hier? Da geht es hier um die Weissagung aus Daniel 11. Daniel 11 ist eine Geschichte, die sich wiederholt und erweitert wird, wenn man von Medo-Persien nach Griechenland und dann zum heidnischen und schließlich zum päpstlichen Rom übergeht. Wie viele waren es? Das waren 4. 4 sich wiederholende Geschichten. Jeder erzählt dir etwas über das Ende der Welt. Und kommt zum Höhepunkt in Verse 40 bis 45, die letzten 6 Verse. As it says in verse 14, wie es hier in Vers 14 sagt, diese Etablierung und Erfüllung dieser Weissagung bezieht sich auf die Beziehung von den Räubern und dem Volk. Wir wissen also, dass Lukas Kapitel 10 die Geschichte des barmherzigen Samariters ist die Geschichte der Erfüllung oder Etablierung der Weissagung aus Daniel 11. Das ist also eine relativ einfache Weise zu sehen, zu erkennen, wie wichtig es ist und signifikant, Gleichnisse auf prophetischer Ebene zu verstehen.
Ich möchte diesen Gedanke kurz beiseite legen und eine weitere Idee euch vorstellen. Das Neue Testament kann in verschiedene Art und Weisen geteilt werden. Die Weise, die ich vorschlagen möchte, um diesen Punkt hier zu machen, ist, dass man das Neue Testament in 2 Teile teilen kann. Wenn man von Matthäus bis Johannes geht, diese 4 Bücher, dann erkennen wir, dass sie die Geschichte sind über Gottes Volk. Ab der Geburt Christi bis zu seinem Tod. Und dann, ab seinem Tod, bis zu dem Auftrag, das Evangelium der Welt zu geben, nämlich Matthäus 28. Geht zur Welt. Lehrt, predigt und tauft. Das ist die erste große Teilung des Neuen Testamentes. Und dann geht man zur zweiten. Wenn man zu Kolosser Kapitel 1, Vers 23 geht, Colossians 1:23. Kolosser 1:23. The point that we want to see from this verse Den Punkt, den wir aus diesem Vers erkennen möchten, is that the gospel dass nämlich das is going to be Evangelium given to the world. der Welt gegeben wird. Becomes a fulfillment of Matthew 28. Und somit Matthäus 28 erfüllt. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Die ersten paar Kapitel aus dem Buch Apostelgeschichte behandeln die Geschichte der Gemeinde. Dieses Buch gibt eine Einführung, wie das Evangelium von der Gemeinde zur Welt übergeht. So there are 3 stories or 3 Es gibt also 3 Geschichten oder 3 fortschreitende subjects or issues. Themen. These are the 4 Gospels. Das sind die 4 Evangelien. And this is the book of Acts. Und das ist das Buch der Apostelgeschichte. And there's an overlap. Und hier gibt es so eine Überschneidung. The book of Acts begins in what year? Das Buch Apostelgeschichte beginnt in welchem Jahr? What event has just happened? Welches Ereignis ist denn gerade erst The death geschehen? of Christ. Der Tod Christi. Which is what year? Welches Jahr? 31. 31. It takes you from 31 Das Buch führt dich von 31 bis 34, nämlich der Steinigung des Stephanus. Das sind die ersten paar Kapitel aus der Apostelgeschichte. Und der Rest handelt davon, wie das Evangelium in die Welt gelangt. Die 4 Evangelien, die Geschichten selbst, sie beenden, sie hören in 31 auf. Aber sie bringen dich den ganzen Weg bis zu dem Punkt, wo das Evangelium zur Welt gebracht wird. Wenn man nun diese Struktur betrachtet und den Zweck der 4 Evangelien,
geht es in dieser Geschichte, wie Gott mit seiner Gemeinde umgeht oder mit ihr in Kontakt tritt. Also möchte ich es so aufzeichnen. Die 4 Evangelien bringen dich zu welchem Ereignis, zu welchem Datum? Sie spitzen sich zu und kommen zum Höhepunkt am Kreuz. Also sie bringen alle dich bis zum Punkt 31. Aber da gibt es den Auftrag, gib das Evangelium der Welt. Und dann in dem Buch Apostelgeschichte, die ersten paar Verse, bringen dich vom Kreuz, Pfingst, bis zur Steinigung des Stephanus. Und dann geht das Evangelium zur Welt. Was ich also möchte, dass wir sehen, dass eine Perspektive des Neuen Testamentes die Geschichte ist des Evangeliums, das zunächst zur Kirche, zur Gemeinde geht und dann zur Welt. Wir haben also hier das Buch Apostelgeschichte, aber es sind auch all die Briefe und Schriften von Paulus. Das alles sind Geschichten, wie das Evangelium in die Welt verbreitet wurde. Also dass die Struktur des Neuen Testamentes teilt also in die Gemeinde und dann die Welt. Die 4 Evangelien enden wo? Am Kreuz. Und dann das Buch der Apostelgeschichte beginnt, wo die Evangelien aufhören und bringen dich bis zur Steinigung von Stephanus. Und du weißt genauso wie ich, Pfingsten ist die Bekehrung von 3000 Menschen. Waren sie Juden oder Heiden? Sie waren Juden. Also wir wissen, dass die Geschichte der Gemeinde, wie sie uns in dem Neuen Testament beschrieben ist, in 2 Teilen verschieden geht. Den Jüngern, seien es die 12 Jünger, die 70, die Frauen, die Jesus nachgegangen sind, oder die 120 Leute an Pfingsten, sie alle sind hier in dieser Geschichte enthalten. Und dann wird das Evangelium der Gemeinde in einem zweiten Schritt gegeben. Von Pfingsten dann weiter an. Das ist die Geschichte von Saulus und seiner Bekehrung auf der Straße nach Damaskus, hier, im Jahr 34. Und sein Auftrag, der ihm gegeben wurde, ist, das Evangelium der Welt zu bringen. Wir können also die Struktur des Neuen Testamentes erkennen, dass diese Struktur in 3 Teilen ist, 3 Teile hat. 2 Teile in der Gemeinde und einen in der Welt. Das ist eine sich wiederholende Geschichte. Die gleiche Geschichte, die wir auch in Lukas Kapitel 10 lesen. In Lukas 10 wird es genannt, die Priester, Leviten und die Samariter. Diese 3 Gruppen. Und wir haben schon erkannt, dass Lukas 10, um welches Thema geht es hier? Und Daniel 11, Vers 14, welches die Weissagung ist.
The vision. Vision. The vision. The vision. L-A. O-N. Luke chapter 10. In Lukas Kapitel 10, The priest, Levites, and die Geschichte Samaritan der Priester, Leviten und Samariter, is the vision of Daniel 11. ist die Weissagung von Daniel 11. Und deshalb The whole story of the New Testament, die gesamte Geschichte des Neuen Testamentes, 27 books, diese 27 are the Bücher, story sind die Geschichte of how the gospel goes to the church. darüber, wie das Evangelium zur Gemeinde kommt, Part 1, Teil 1, then part 2, und dann Teil 2 and the world. und dann zur Welt. These are all repeating stories. Das sind alles wiederholende Geschichten. So when we read Wenn wir also nun lesen, four gospels, diese 4 Evangelien lesen, we can decide for ourselves dann können wir für uns selbst entscheiden, if we want to read them morally. ob wir sie moralisch lesen möchten. You can get some benefit. Dann bekommt man dadurch sicherlich Vorteile. Whether we should be reading those stories Oder ob wir diese Geschichten prophetisch lesen sollten. Those stories Diese Geschichten are the stories in the Gospels. sind die Geschichten in den Evangelien. We can see Wir können erkennen, all have prophetic significance. dass sie alle prophetische Bedeutung haben. As I've just shown, So wie ich eben schon aufgezeigt habe, four Gospels themselves die 4 Evangelien selbst end in what year? enden in welchem Jahr? Here it is. That's where they end. 31. Also hier enden sie. This is the story Das ist die Geschichte of the church, part 1. der Gemeinde Teil 1. And if you overlay Und wenn du nun übereinander Luke legst, chapter 10, nämlich Lukas it 10, becomes a story of which group of people? dann wird es zu der Geschichte welcher Gruppe? The priests. Der Priester. So the four Gospels, Die 4 Evangelien also, the perspective that we die want to Perspektive, understand die prophetically, wir prophetisch erkennen und verstehen möchten, is not that priests should be good people. ist nicht, dass Priester gute Menschen sein sollten. All of those four books Alle 4 are a dieser Bücher prophetic explanation sind prophetische Erklärungen of how you and I should relate darüber, to wie God. wir, du und ich, in Beziehung mit Gott stehen sollten, auf prophetischer Ebene. You know, Du weißt, the disciples dass die have a Jünger big problem with Christ. ein großes Problem mit Christus What's hatten. that problem? Wie sieht denn das Problem They aus? do not believe, Haben sie they do nicht not geglaubt, understand sie verstehen nicht, what he is teaching them. was er sie lehrte. This is a story Das ist eine Geschichte about you. über dich. You don't understand Du verstehst nicht, your relationship to God. du verstehst deine Beziehung zu Gott nicht. Whether you're good or bad. Da geht es nicht darum, ob du nun gut oder schlecht bist. This is about your role, Es geht um deine Rolle, whether it's in the first Advent, sei es nun zur Zeit des your ersten Advents, role of giving the gospel to deine Rolle, humanity, das Evangelium der Menschheit zu geben, or whether it's at the second Advent. oder sei es zur Zeit der zweiten Ankunft, der Wiederkunft Christi. Hier geht es um das gleiche Thema. Deine Rolle, das Evangelium der Menschheit zu geben. Das Problem jedoch, wir denken, dass wir wissen, was wir tun. Aber die Inspiration lehrt uns, dass wir nicht wissen, was wir tun. Die Priester sind die schlimmsten Personen aus diesen 3 Kategorien heraus. Geht zurück zur Geschichte. Schon allein auf der moralischen Ebene, welches die schlimmste ist. Und deshalb sollten wir die prophetische Ebene erkennen, dass sie die gleiche Rolle spielen. Wir verstehen nicht,
wer wir sind and what we're supposed to do. und was wir tun sollten, was von uns erwartet wird zu tun, denn wir haben ein Problem. Wir können lesen, But we don't understand. aber wir verstehen es nicht. Pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we give you praise. Himmlischer Vater, wir geben dir Ehre. Lord, as we begin to see ourselves in inspiration, Herr, wenn wir nun beginnen, uns in der Inspiration zu take erkennen, these thoughts and ideas personally. hilft, dass jeder Einzelne von uns diese Gedanken persönlich nimmt. This time together, Diese Zeit hier zusammen, today with you, heute mit dir. may we spend this contemplating Dass wir die Zeit hier on these issues. nutzen, über diese Dinge We ask that you nachzudenken. would change us, Wir bitten dich, dass du uns veränderst, that you would mold us dass du uns to the formst image of your Son. in das Bild deines Sohnes. This is our prayer in Jesus' name. Das ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen.